Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich habe wieder furchtbare Strapazen auf mich genommen, nur für euch. Ich wollte euch die Aldabra-Schildkröten zeigen, aber jetzt beißt mich schon eine von hinten ein bisschen ins Bein. Das muss ich euch kurz zeigen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil man ein bisschen Vielleicht, weil man ein bisschen nach Schweiß riecht oder schmeckt. Ich weiß es nicht. Die knabbern einen hier immer ein bisschen an. Und das kann auch mal ganz schön zwacken, gell? Guck mal hier. Also. Mein Intro weiter. Also, furchtbare Strapazen für euch. Ich bin auf den Seychellen. Ich will hier die Aldabra-Schildkröten filmen. Seit vielen Jahren gibt es die ja im Handel. Die werden gezüchtet und das wollte ich mir mal anschauen. Die Klimabedingungen anschauen, die Zucht anschauen und da bin ich jetzt und zeige euch rum. Also wir sind hier jetzt beim Albert auf seinem Grundstück. Ihr seht hier jede Menge Riesenschildkröten. Ich glaube 80 Stück hat er gesagt, sind es hier. Im Albert, sein Vater, hat die schon hier gezüchtet. Auf diesem Grundstück. Der Albert hat es von seinem Vater übernommen, diese Zucht. Und es gibt hier mehrere Züchter auf den Seychellen. Es sind im Prinzip immer irgendwelche Familien, die züchten. Aber ich glaube, der Albert macht es mit am längsten, hat vermutlich den größten Zuchtbestand und kann uns hier am meisten drüber zeigen und erklären. Albert selber sagt, er möchte nicht gerne interviewt werden. Kein Problem. Ich habe ihm schon das meiste gefragt, was ich wissen wollte. Das erkläre ich euch so nach und nach. Nebenher können wir wegen die Tiere filmen. Da hinten haben wir gerade ein Männchen, das versucht, das Weibchen zu bepaaren. Beziehungsweise da haben wir einen, der ist schon kräftig bei der Sache. Also es ist jetzt Paarungszeit, wir haben jetzt Februar, Ende Februar. Weibchen will weg. Wir haben jetzt Ende Februar hier. Es ist somit das Ende der Paarungszeit. Da fangen die dann schon langsam das Eierlegen an. Wie gesagt, das hier ist der Zuchtbestand an adulten Tieren. Es sind ca. 80 Tiere hier. Auch interessanterweise 40 Männchen, 40 Weibchen. Also die Aldabra-Männer untereinander haben kein Revierverhalten. Die tolerieren sich hier gegenseitig. Leben beieinander. Die Männer, wie gesagt, die bepaaren die Weibchen. Ich würde bald mal sagen, kreuz und quer. Mit dem Albert auch gesprochen betreffs den Paarungen insgesamt. Oder trotz den vielen Paarungen ist die Rate von nicht befruchteten Eiern doch relativ hoch. Also scheinbar ist es wohl wichtig, dass die sich regelmäßig befruchten. Die Tiere sind völlig zahm, probieren hier einem immer
die Schuhbändel abzunagen, wenn ihr euch mal die hier anschaut. Hier in dem Gehege sind halbwüchsige Tiere untergebracht. Also circa 15 Jahre alt sind die mittelgroßen. Only 15, 15, yeah. And they can lay eggs with this size. Okay. Das dauert vielleicht so mit 20 Jahren, 25. Okay, also noch zu klein zum Fortpflanzen, 20, 25 Jahre. Ich gehe mal kurz rein, damit ihr einen Größenvergleich habt. Also hier seht ihr mal die 15- bis 20-Jährigen, dass ihr ein wenig so einen Größenvergleich habt, wie groß die sind. Wenn ich jetzt hier so dabei bin, oder Panzerlänge, naja, vielleicht, was werden das sein, knapp 50 cm, ja, 40, 50 cm sind die ungefähr. Auch gerade ein interessanter Aspekt, wenn ich hier so zwischendrin bin. Ihr seht, die hier ist gleich ein wenig höckerig, die anderen sind völlig rund. Hier haben wir eine, die hat ein wenig so geteilte Schilder hier, ne? Das ist ja das, was in Deutschland ist relativ egal, stört sich keiner dran. Die Asiaten, vor allem die Japaner, Chinesen oder die Japaner vor allem, die mögen das ja gar nicht, ne? Das gilt ja dort als unperfekt. Wie gesagt, in Deutschland ist den Leuten relativ egal. Der Albert hier sagt auch, ihm gefällt es gut, dadurch ist sie speziell, ist sie irgendwie einzigartig, finde ich auch, hat so ein schönes Zickzackmuster drauf, aber so hat jeder seinen Geschmack. Wie gesagt, was interessant ist, dass die, wenn ihr jetzt mal schaut, ganz schön rund gewachsen, die auch relativ rund. Wo war die jetzt gerade? Ah ja, da hinten die bisschen, hier die hat gleich ein wenig Höcker. Das Interessante, der Albert sagt, er hört immer, das liegt an der Ernährung und am Sonnenlicht und so weiter. Aber man sieht ja hier, die Tiere die sind alle gleich, die werden alle gleich ernährt. Die haben hier permanent Sonnenlicht, so viel sie wollen. Und trotzdem ist die eine höckerig und anderen sind völlig glatt. Also von dem her vielleicht hat es einen gewissen Einfluss, aber ist sicherlich auch eine Veranlagung dabei. Ich zeige euch jetzt mal nur die großen Tiere. Auch die sind recht unterschiedlich gewachsen. Hier, die beißt mir wieder den Fuß hier. Die hinterlassen auch ganz schöne Narben an den Turnschuhen. Habe ich so schöne neue Turnschuhe und die ruiniert sie mir. Hey. Also, dann flüchte ich jetzt mal hier vor den bissigen Aldabra-Schildkröten und zeige euch die anderen Tiere, wie sie gewachsen sind. Ziemlich 50-50 Männchen, Weibchen hier. Der Albert sagt auch, er erkennt die meisten von oben, wie sie gewachsen sind. Hier haben wir ein schönes Beispiel eines Weibchens. Die Weibchen sind wohl in der Regel immer so schön rund, ne, so wie die hier, ganz rund gewachsen. Ganz runder Panzer, das sind immer die Weibchen. Und die Tiere, wo wir so einen länglichen Panzer haben, wie jetzt zum Beispiel die hier, könnte jetzt eigentlich gut sein. Gucken wir mal, ob wir das Schwänzchen sehen. Das wären die Männchen. Ne? Oder hier nochmal Beispiel, links das schöne runde Weibchen. Ne? Schön rund gewachsen. Man sieht auch die Schleifspuren auf dem Rücken. Wenn ihr euch mal hier genau anguckt, seht ihr die Spuren hier. Das sind so Paarungsspuren, ne, wenn die Männchen drauf sitzen. Und hier rechts wieder ein Männchen, wieder einen ganz langen Körper. Also wieder viel länger. Nicht so, entspricht nicht so dem Idealbild, was wir Terrarianer von der Schildkröte haben. Ne? Oder hier hinten wieder ein ganz hübsches Weibchen. Ne, schön rund. Hier seht ihr jetzt auch nochmal großes
Männchen. Ne? Man sieht so einen langen Schwanz, was die Männer haben. Ne? Und eben wieder dieser längliche Körperbau. Interessant, dieser längliche bzw. kurze Körperbau kann wirklich auf die Geschlechter hinweisen. Ich weiß noch nicht, ab welchem Alter. Was ich euch noch zeigen wollte, hier haben wir jetzt ein recht höckriges Tier. Aber Albert sagt, ganz tolles Weibchen in dem Fall, tut jedes Jahr gute oder tolle befruchtete Eier legen. Also dem Tier selber macht es gar nichts aus. Aber wie gesagt, das ist das Höckrige, was uns als Terrarianer, was wir eigentlich nicht haben wollen. Insgesamt aber auch diesen runden Körper, ne? Nicht diesen langgezogenen, sondern auch diesen eher runden Körperbau. Hier seht ihr jetzt Männchen beim Aufsteigen. Während wir dem bei seinem Versuch mal zugucken. Ein paar Informationen zur Zucht, ne? Er gibt auf. Wie gesagt, jetzt ist die Paarungszeit, die fängt schon so im Oktober, November an, geht bis Februar. Und wie gesagt, die Weibchen werden oft bepaart von dem Männchen. Und trotzdem ist die Befruchtung vielleicht 50-50, was man jetzt ganz gut sieht. Jemand hat zwei verschiedene Weinsorten. Am Sonntag. Ja, was? Wer kann das kaufen? Ja, doch. Deswegen haben wir es. Schade. Ja, das ist schade. Die Stimulation für die Paarungszeit ist eigentlich über die Regenzeit. Es regnet hier stark im November, Dezember. Das Interessante in Anführungsstrichen oder das Komische, aber das kennen wir mittlerweile alle mit der Klimaveränderung. Also der Albert sagt, durch den Klimawandel würden die echt wegen durcheinander kommen. Also das wäre einfach nicht mehr so mit dem Regen. Diese ausgeprägte Regenzeit wie früher, die gäbe es gar nicht mehr. Manchmal wird es später regnen. Dadurch würden auch die Tiere nicht mehr ganz so pünktlich alles ablaufen. Die Paarungszeit, die Eiablagezeit würde sich dadurch zum Teil verschieben. Wäre nicht mehr so, wie gesagt, nicht mehr ganz so nach der biologischen Uhr wie früher. Und das würde den Tieren schon auch Probleme bereiten. Dann auch das Interessante, dass die Tiere im Jahr bis zu 3 Gelege ablegen können. Allerdings nicht so, wie man denken würde, eines Frühjahr, eines Herbst, sondern sie haben die Gelege kommen im Abstand von 10, 15, 20 Tagen. Ne? Also sie legen 10, 15 Eier, 10 Tage später legen sie nochmal 10 Eier und dann vielleicht sogar ein drittes Mal nochmal 10 Eier. Ne? Also so, die legen die nicht alle völlig gleichzeitig, wie man es eigentlich hauptsächlich aus der Terroristik kennt. Also letztendlich, glaube ich, sind es in dem Sinne nicht 3 Gelege, es ist ein Gelege, das aber wirklich in Abstand von 10, 20 Tagen gelegt werden kann. Ne? Muss auch nicht so sein, aber wäre relativ häufig so 2, 3 Mal die Ablagen. Interessanter Punkt ist das Wetter, die Temperaturen hier, das wird natürlich jeden interessieren. Die Seychellen haben ein tropisches Klima natürlich, feucht-tropisches Klima. Ich kann euch mal hier gleich ein bisschen die Vegetation zeigen. Also ihr seht, das ist völlig bewaldet, die Insel. Eine grüne, bewaldete, tropische Insel.
Hier sind wir in so einer kleinen Lagune drin. Wie gesagt, dadurch ist es ein tropisches Klima, es ist nicht so extrem heiß, wie man es jetzt zum Teil aus Afrika vielleicht kennt oder Sahelzone oder Zentralafrika. Es hat am Tag 27, 28, 29 Grad, also eher unter 30 Grad, ne, so Tagestemperatur im Schatten. Dann hat es am Tag intensive Sonnenphasen, wo die Sonne wirklich runterknallt. Ne? Da gehen die Tiere dann zum Teil gehen sie in die Sonne, sonnen sich, aber auch nur für kurze Zeit. Und dann, wenn es denen zu warm wird, gehen sie in den Schatten. Ich zeige euch hier gleich nochmal rundherum. Also hier ist auch ein riesen Baum drin. Die Tiere haben die Möglichkeit, sich Sonne oder Schatten auszusuchen. So haben sie es sicherlich auch früher in der Natur gemacht oder diese restlichen Vorkommen, die es in der Natur gibt. Da verhält sich das wohl ähnlich, dass die nur kurze Sonnenbäder nehmen und dann sich schon hauptsächlich natürlich im Schatten aufhalten. Wie gesagt, bei diesen 28 Grad. Jetzt hier. Es ist jetzt nachmittags 16:30 Uhr. Ich habe extra die spätere Uhrzeit gewählt, weil da sind die Tiere wieder relativ aktiv. Die kriegen jetzt auch kleiner Fressen. Und jetzt ist es nicht mehr so heiß. Gut, jetzt ist es auch außerdem noch bewölkt. Aber da sind die Tiere aktiv, laufen rum, fressen, paaren. Das ist sicherlich die interessante Zeit vom Tag. Auch eine interessante Tatsache. Ich hatte ich hatte eigentlich damit gerechnet, auch Tiere in der Natur zu finden oder zu filmen. Albert sagt, er hat sein ganzes Leben noch keine einzige hier auf der Insel in freier Natur gesehen. Also wir sind hier auf Mahé. Das ist die Hauptinsel auf den Seychellen. Und also hier sind die Tiere, kommen nur noch in privaten Familien vor. Also alle Tiere, die es hier auf der Insel gibt, sind auch, so wie jetzt hier zum Beispiel, sind ja auch Nachzuchten, zweite, dritte Generation. Es gibt in der Natur auf dieser Insel gar keine mehr. Es gibt noch einzelne abgelegene Inseln, wo sie zum Teil auch wieder ausgewildert wurden. Und auf Aldabra selber, das ist dann auch noch interessant, also das Aldabra Atoll, wo die eigentlich ihren Namen her haben, ist ja von hier nochmal, ich jetzt mal geschätzt, also wenn ich das so auf Google mir anschaue, mindestens 1000 Kilometer, 2000 Kilometer nochmal weg von hier. Einmal übers Meer Richtung oder noch näher an Afrika dran. Da ist das Aldabra Atoll. Da muss es wohl noch Tiere in freier Natur geben. Aber hier auf der Hauptinsel oder auf den umliegenden Inseln sind keine Aldabra mehr in freier Wildbahn. Die ist hier im Fressflash drin. Die hat gerade das Essen. Die ist so hungrig. Die will einfach fressen. Während wir das gerade filmen, also ich habe gerade den Albert gefragt, ob er irgendwas an Mineralien oder sowas zufüttert, macht er gar, also in Form von vielleicht auch Schnecken oder irgendwas, weil hier liegen einige Schnecken drin rum oder Schneckengehäuse. Er sagt, es kommt vielleicht übers Futter mit rein, also er würde nichts speziell dazu füttern. Er füttert hier im Prinzip irgendwelche Blätter. Wir sehen es gleich noch, das meiste ist irgend so ein Unkraut, das hier am Wasser wächst. Ich weiß gar nicht, wie der Name auf Deutsch dazu ist. Vielleicht können wir unten einblättern, wie das Zeugs heißt.
Das ist so die Hauptnahrung. Das, was wir jetzt hier füttern zum Zeigen, das tun wir hier von dem Baum hier abbrechen. Das ist aber nicht ergiebig genug. Ne? Wie gesagt, das ergiebige Futter ist dieses Kraut, das hier am Straßenrand wächst. Das gibt es hier in Massen und da wird... So Albert, you feed them every day? Not every day. Most as much as we can. Mindestens 3 Mal pro Woche. Okay. Mindestens, aber manchmal mehr. Also 3 Mal pro Woche, 3, 4 Mal, also mindestens 3 Mal pro Woche, sagt er, füttert er sie. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, interessant, auch der Albert spricht sogar Deutsch. Er hat in Deutschland studiert, Kunst studiert sogar, ja, also nicht Biologie oder irgendwas, sondern Kunst. Ein studierter Künstler. Die Bollen mögen sie nicht. Hä? Wir wollen wirklich die Blätter, da sind sie schon wählerisch hier. Interessanterweise, die meisten haben hier relativ feuchte Augen. Ich könnte mir vorstellen, als Terrarianer würde man schon wieder denken, oh je, die haben eine leichte Augenentzündung oder was. Mal den Albert fragen, ob das so Standard ist. Also wenn ich mir so alle Tiere angucke, es gibt wirklich nur, eigentlich gibt es so gut wie keine, die ganz trockene Augen haben. Ich habe jetzt gerade den Albert gefragt. Also er sagt, die Augen, er meint, die müssen so sein. Er kennt es nicht anders. Eben nochmal zum Albert, er ist ja circa 50 und ist von klein auf mit denen aufgewachsen. Sein Vater hat die schon gezüchtet, wo er ein Baby war sozusagen. Also er lebt sein Leben lang mit diesen Schildkröten zusammen und kennt die Tag ein, Tag aus. Ich glaube, dann kann man natürlich viele Sachen ganz gut ein- oder abschätzen. Ne? Hier zeige ich euch nochmal ein bisschen die Umgebung, dass ihr ein bisschen einen Eindruck bekommt. Wie gesagt, das hier ist so eine Lagune, wo auch die Schildkröten sind. Und wenn man jetzt mal da hinten schaut, dieses Unkraut hier auf dem Damm, das ist das bevorzugte Futter. Hier auf dem Boot seht ihr's, da ist der Mitarbeiter vom Albert. Der hat da schon einiges gesammelt. Weiß nicht, wo er jetzt ist. Das wird er jetzt gleich hierher bringen und dann können wir sehen, was die hier fressen. Hier in die Schuhe, guck mal, die zwacken die Schuhe richtig, da fehlen richtig die Fäden. Das Witzige ist, in die nackten Beine tun sie eigentlich nicht so, da tun sie mehr, oder das zwickt nur minimalst zum Glück. Okay, also wir hatten es gerade von Geschlechter. Albert hat jetzt die hier gerade umgedreht. Er sagt, die wäre ganz flach. So ist nicht völlig flach, aber fast. Also die Männchen sind viel hohler, oder? Also viel. Machen viel, aber Okay. Ja, und wenn man mal den Schwanz sieht. Das ist so kürzer Ja. als die. Okay, viel kürzeres Schwänzchen. Okay, ja, dann. Okay. Ich sage, die haben Wie viel Kilo schätzt du, wiegt die jetzt circa? so eine? Ja. Über 50. Über 50. 75. 50 bis 75, okay, das ist natürlich eine. This one I'm sure it's a male. Yeah, oh, okay, take another one. This must be a male for sure. This one, yeah. This one is a male. Okay, hier sicheres Männchen. Sehr schwer. Ja, vielleicht eine kleinere, oder? Okay, oh ja, jetzt sieht man natürlich ganz deutlich. Man sieht es jetzt mit der Kamera vielleicht ein bisschen schwieriger,
Aber bevor er sich umdreht, der Schwanz, genau, ganz klar, das hat man vorher schon gesehen. Langer Schwanz. Und hier der Bauchpanzer, unheimlich eingewölbt. Ne? Man kennt es ja von anderen Schildkröten. Eben, das leuchtet auch ein, dass man... ich versuche mal meine Hand reinzumachen, damit man es besser sieht. Also hier... das ist schon circa fast 10 cm tief. Ah ja, genau, das sieht man jetzt auch gut. Ungefähr 15 cm, gell? Ja, genau, das ist gut, ja, also. Okay, upsa. Drehen wir sie wieder um die Arme, den Armen. So, but it don't happen too many times from themselves, not too many times. You can ride them off. Aha, yes. Aha. Also Manchmal, wenn die laufen, wenn das passiert, die können selber. sich umdrehen, ja. Aha. Also, but it doesn't happen too many times, or not? Haven't seen any. Aber oft. Ja, doch. Ja. Passiert. Also passiert, aber nicht zu oft, dass sie sich umdrehen. Vielleicht in der Natur noch mehr wie hier in dem Gehege. Da hinten kommt das Futter angefahren. Ich hoffe, ihr seht es durch den Zaun. Da kommt das Versorgungsschiff sozusagen. Und der Albert sagt, wenn die Tiere, also der hat ja keinen Motor und nichts mit seinem Futter, aber das würden die merken, dass der kommt oder riechen oder er weiß gar nicht, merken, riechen, fühlen. Irgendwas sagt denen, da kommt das Futter. Ich meine, jetzt heute sind wir natürlich dabei und stören hier natürlich schon wahrscheinlich gewaltig. Aber wenn er mit seinem Futter kommt, dann rennen alle Richtung Futter. Ich meine, Hektik ist natürlich wieder was anderes. Hier kommt's Futter. Ja, jetzt tatsächlich bricht die Hektik hier aus. Heute mit etwas Verzögerung. Also er sagt normalerweise schon, wenn das Boot herfährt. Hier die große Wanderung. Der hier drängelt sogar, das Männchen. Das riesige Weibchen hier läuft noch in die falsche Richtung. This is a huge female, Riesenweibchen, oder? Hier. Nein, das ist ein Männchen, ja? Ah. Ja, der Body Shape ist eher wie ein Weibchen, aber vom Schwanz her vielleicht eher Männchen. Ne, ich glaube eher Männchen, oder? Oder ist ein Männchen. Das können wir umdrehen sehen. Ja, wenn du willst, dann dreh um. Also jetzt, die Körperbau ist eigentlich eher... Das ist ein Mädel. Männchen? Ah ja, tatsächlich, ist ein Männchen, ja. Aber ein junger Mädel. Junger? Ja, es ist nicht so alt. Bestimmt nicht so alt. Also jetzt eher wegen untypischer, das was ich vorher gesagt habe mit dem, also für ein Männchen hat er auch einen richtig schön runden Körperbau, ne? So, also hier das große Fressen. Werden wir den jetzt beim Fressen zuschauen, noch einige Informationen. Wie gesagt, die Geschlechtsreife 20 bis 25 Jahre. Stimulation hatte ich vorher schon gesagt zur Paarung. Ist vor allem die Regenzeit
im Winter, also Winter gleich mit unserem Winter auch. Dann die Paarung ungefähr gleichzeitig, November, Dezember, Januar, Februar die Paarungen. Und dann kommen die Eierblagen. Was auch noch interessant ist, normalerweise nimmt er die Eier hier raus, tut die in Vermiculit brüten, allerdings nicht in einem Brutapparat, sondern stellt sie einfach bei normaler Temperatur hier, also so knapp 30 Grad, stellt er die Eier hin und dann schlüpfen die nach 3,5 Monaten, schlüpfen die Eier. Oft oder manchmal passiert es auch, dass die Weibchen die Eier hier vergraben, in dieser Erde hier. Und dann, wenn die hier in der Erde dann zum Teil schlüpfen, meint er, geht es circa 4 Monate. Also es geht gleich ein bisschen länger hier in der Erde, wie wenn er sie rausnimmt und auf Vermiculit bebrütet. Geht ungefähr einen halben Monat länger. Die Eiablagezeit beginnt so im März, kann sich relativ lang hinziehen, März, April, Mai, Juni. Das, was ich vorher schon angesprochen habe, durch den Klima oder die Klimaveränderung ist das alles nicht mehr so punktgenau. Also früher hat sich das alles im März, April, Mai, Juni abgespielt. Jetzt sagt er, manchmal gibt es sogar im August noch Eier, was es früher so gar nicht gab, wo das Wetter noch, sage ich mal, zuverlässiger war. Guck mal hier, auch witzig. Der ganz Gierige hier, der steigt hier über den anderen drüber, damit er an sein Futter kommt. Hier sehen wir jetzt einen Großteil der Gruppe beim Fressen. Ein paar sitzen da noch am Ausgang. Da gibt es auch meistens noch Futter am Ausgang, aber heute spielt sich eigentlich alles da hinten ab. Also er kann nicht sagen, welcher der Älteste ist. But you think the age they can get, you estimate how much, how old? Am Schuh, we have hier über 100 Jahre alt, 150 vielleicht. Ja, also... Die sagen bis 200, man weiß nicht genau, weißt du. Aber ich glaube, es gibt bestimmt über 100 Jahre schon, ja. Ja, also... And the breeding here is already at least 3rd generation, or not? Ja. Maybe this one is an old one here, or not? Huh? Das ist hier dieses Tier hat mindestens 100 Jahre auf dem Buckel im wahrsten Sinne des Wortes. Hier mal zum Zeigen. Ich glaube, er hier ist einer der größten. Bleib mal hier, der will zum Futter. Körperlänge geschätzt, ja, sicherlich mindestens 1 Meter. Gewicht kann ich nicht schätzen. Gewicht unendlich. Albert, you guess the weight of, was schätzt du? Kilo, ja, weit über 100, oder? Eher 100 Kilo. Mehr, oder? Meinst du nicht mehr? Also er meint jetzt nur 100 Kilo. Ich meine deutlich mehr. Can I try to lift? Ja. Muss ich mal das Mikrofon in die Beine schön kreuzen. Gerne über 100, ja? Ja. Ja, das ist perfekt für einen Bandscheibenvorfall. So holt man sich ein. Du weißt, was ein Bandscheibenvorfall ist. So bekommt man einen. Also bestimmt, ja. Sie sind, glaube ich, sogar leichter, wie ich vermutet habe. Liegt aber dran, man sagt ja, dass die Aldabra keinen so einen dicken Panzer haben, ne, im Vergleich zu den europäischen Landschildkröten. Ist auch nochmal eine interessante Information. Der Panzer ist deutlich dünner. Hätten die in der Relation einen gleich dicken Panzer wie so eine griechische oder maurische oder eben die europäischen Schildkröten, wäre der Panzer so schwer, die könnten den gar nicht mehr tragen. Dann würden die wirklich 500 Kilo oder noch mehr wiegen, ne, wenn das ein massiver Panzer wäre. Deswegen haben die einen relativ dünnen Panzer. Man merkt so an den Jungtieren, die Jungtiere fühlen sich fast wegen lederartig weich an. Das ist bei einem Jungtier normal.
wie gesagt, eine europäische Testude, da wird man denken, oh je, die hat Mineralmangel oder sowas. Bei einer Aldabra fühlt sich das weich an. Wie gesagt, ganz einfach, damit so ein Riese, wenn der jetzt hier so einen 10, 15 Zentimeter dicken Panzer hätte, dann könnte er den gar nicht mehr tragen. Ne? Dann wäre das einfach gar nicht mehr möglich, rein anatomisch. Ne? Deswegen sind sie doch ein Stück leichter, wie man denken würde, beziehungsweise wie man es von den europäischen schließen würde. Also der Albert und ich machen jetzt mal einen Versuch, ob wir die zu zweit hochkriegen. Dann wissen wir, ob sie wie viel Kilo. 1, 2, 3. Ah, ja, okay. Ah. Ich als ehemaliger Fitnessstudio-Gänger würde jetzt einfach mal schätzen, lasst mich mal überlegen. Ja, also deutlich über 100 Kilo. Also wenn jetzt jeder von uns vielleicht 60, 70, 80 Kilo gehoben hat, ja, hat sie ungefähr 150 Kilo. War ein guter Versuch, Alp. War gut. Hier sind noch einige halbwüchsige Tiere drin. Das ist so der Teenager-Bereich sozusagen. Die sind hier in dem gut verschlossen. Der Albert hat vorher erzählt, heute hätten sie bei einem anderen Züchter hier auf der Insel hätten sie 2 Tiere geklaut, jetzt am Wochenende. Ne? Also unglaublich. 2 halbwüchsige Tiere. Um euch die Größe zu zeigen, ein bisschen. Mal meine Hand im Vergleich. Also das sind so. How old are they about, Albert? This is maybe some 10 years. Like 5 to 10 years maybe? Yeah. Also hier sind ein bisschen kleinere. Da hinten, die haben bestimmt 10 Jahre, wenn wir da hinten die großen mit 15 Jahren gesehen haben. Okay. And in this size you can tell anything about the sex, male or female? It's a bit difficult, but we can still try to look. This one is so unique, yeah. Here, yeah. Like a bra or not? In 100 years you get only one of this, yeah. Kriegst du sowas in 100 Jahren? Ja, kriegst du nicht witzig. einfach. You see, it's totally flat. Totally. Okay, also It's all are very. flat. You think maybe most female here? No. And- Maybe it's Too early. Okay, sie sind immer noch flach. And the shape, you say the males are longer sometimes, Yes, longer. and the female are short. More round. Ja, also die Weibchen Und rund und kürzer. Ja, so maybe this might be a female because it's short and round. ja, Maybe the long one here maybe male. Also das ist nicht 100%. das ist genau nichts Genaues. Hier noch die Babys, die Nachzuchten von sind jetzt, also wir haben gesagt, die schlüpfen, sie legen die Eier ab März, April, Mai, schlüpfen 4 Monate später, also sind die September, Oktober, November, sind die hier geschlüpft. Man sieht auch zum Teil unterschiedliche Größen. Hier, da macht kleine mal Wettrennen. Also das ist hier die Aldabra Kinderstube sozusagen. Eine umgefallen, was es doch auch immer wieder gibt, sagt auch der Albert. Ja, und gleich wieder rum. So, nochmal ein Blick von oben auf die Zucht. Eine schöne Schlussszene hier inmitten der
der gigantischen Tiere, wobei hier sind noch sogar noch die kleineren um mich rum. Die ganz großen zeige ich euch gleich auch nochmal. Also eine schöne Schlussszene. Die Aldabra-Herde um mich rum schmatzt ganz ordentlich. Also von dem her wie bei mir daheim, wenn meine 3 Kinder am Tisch sitzen, da hört sich es ungefähr genauso an. Das wollte ich euch zeigen, die gigantischen, hübschen alten Aldabras. Wie gesagt, hier zumindest auf den bewohnten Inseln auf den Seychellen, also die touristisch richtig erschlossenen, bewohnten Inseln, leider gar nicht mehr in der Natur anzutreffen, wirklich nur noch in Gefangenschaft. Diese Riesenschildkröten. Das war's für heute. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, geht auf die Seychellen, wirklich wunderschön. Besucht die Schildkröten hier und bleibt mir treu und checkt diese Balls hier, ne? Diese Riesenballs hier. Ich bin hier auf die Seychellen gegangen. Conny, jetzt kommt wieder der Betty Ford Klinik Auftritt. Ich konnte meine Hände nicht rausmachen, die waren eingeklemmt in den Vorderbeinen. Ey, guck mal an. Ich bin hier wirklich umzingelt von riesengroßen Schildkröten. Echt wirklich eine schöner wie die andere. Hatten wir auch Aufnahme, oder? Ja, super.